Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake 2. Ich bin Mr. Katafi, euer Let's Play des gehyptes Kaninchen. Und wir haben hier, würde ich sagen, alles abgesucht. Hier die Behälter muss ich noch aufmachen, aber ich glaube, dass ich da erst reinkomme, wenn ich über den Ferienhäusern war. Und wir müssen jetzt zurück zum Auto nach Bright Falls. Das heißt, wir müssen jetzt einen kleinen Weg hier laufen. Und je nachdem, wie viel da passiert, werden wir davon ganz viel oder gar nichts sehen. Ja, also bis gleich, Fragezeichen. Auf geht's. Und nichts ist passiert. Ich bin den ganzen Weg hier außen mal rumgelaufen, habe das hier nochmal alles angeschaut, aber da ist nichts passiert. Deswegen würde ich sagen, wir fahren jetzt zurück. Warum liegt da Holz drin? Naja, die werden schon wissen, warum. Wo ist Alan? Wo ist Alan? Oh, da drinnen. Ja, ab nach Bright Falls. Mit Dialog? Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you see anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Ist das, was wir hätten gesehen oder mitbekommen, als wir in der anderen Welt waren? Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The dark presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember.
Oh, das ist, glaube ich, das bei Mr. Scratch in American Nightmare, oder? Alan Wake is here. Alan Wake, one of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Oh! And as usual, our house band. Spätabends. Oh, Hausband. Ja, bitte, leg los. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Ach, okay, Had das I ist doch already done eine the show? Was that a recording? Vergangenheit. Also, bevor er in das Gebiet um Bright Falls gefahren ist. Warte, bevor da passiert irgendwas Schlimmes. Erstmal umgucken. Ich hätte schon gerne die Old Gods of Asgard gehört. In between with Mr. I felt a strange pull toward the TV. Okay, erstens, Mr. Thor ist ein zu offensichtlicher Name in dieser Welt. Und dann ist es ist halt schwierig in diesem Freeze-Frame, als der Sheriff verschwunden ist. Das war sehr, sehr dunkel, das Bild, und man hat auch nur die Hälfte des Gesichts gesehen. Das kann der sein. Sehr gut möglich, dass das der gleiche Charakter ist. Und auch dann würde es ganz gut passen, Mr. Thor, zu Quantum Break. Da konnte, glaube ich, der Bösewicht ja auch. Der war doch, glaube ich, auch ein Zeitreisender und konnte dementsprechend der konnte es, glaube ich, besser als wir und konnte, glaube ich, schon mehr durch die Zeit reisen. Wen haben wir hier? Wen kennen wir hier? Das sind die Old Gods of Asgard hier. Ja. Die Tür war fest verschlossen. Na gut, dann der Fernseher. Was sagt denn der Fernseher? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down. Woo! Oh man, it is so good to see you, Alan. Oh dear. This must be an exciting Die time Tassen. for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the
the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist genau der... Oh, wie gut ist das? Das ist genau das, was man im Gefühl hatte von Alan Wake 1. Ich mach mal ganz kurz Pause, da sehe ich Böses. Böses Musch. Das ist genau das Feeling, was man zum Ende von Alan Wake 1 hatte. Was halt Alan Wake 1.5, wenn man das so nennen möchte, American Nightmare nicht rüberbringen konnte. Dass man nicht mehr wusste, welche Ebene, wo ist jetzt die Realität, was ist geschrieben, ist man wirklich, man wusste ja auch nicht, welcher Alan, genau das, was er beschrieben hat, man wusste nicht, welcher Alan ist der echte Alan, welcher ist der fiktive Alan, ist Alan überhaupt existent und sowas, und genau das ist so gut, wie sie es geschafft haben, in eine, weiß ich nicht, 5-Minuten-Sequenz, das jetzt da so reinzubringen. Krass, richtig gut. Wie gut ist... Oh. Something's not right here. Ja, das ist nur ein Bild. I need to get home to Alice. Das ist so gut. Wir gucken uns natürlich erstmal hier um. Ich habe im Discord schon gesagt, Baldur's Gate 3 war bis dato mein persönlicher Favorit für The Game of the Year 23 und auch schon Game of... Also wirklich, das ist ein fantastisches Spiel. Kommt nicht mit Control, kommt nicht an Control ran, bin ich auch ganz ehrlich. Control wäre trotzdem weiterhin eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Macht halt vieles besser als Wake 1, weil die... I never wrote a book called Initiation. Ja, aber Return like a bad dream. klingt halt schon horror story. Ja. Aber das hier hat momentan das Potenzial, alles, also momentan beide Favorite-Spiele vom Thron zu kicken. Sowohl Control wie Baldur's Gate wie Alan Wake. Wie gut das alles gemacht ist. Meine Güte. In between the door. Ja, deswegen. Lass mich raten, die Tür ist zu? Ja, die Tür ist fest verschlossen. Und endlich spielen wir mit Alan. Komme ich hier? Mr. Door. Oh. Ich komme mal Mr. Door rein. Wem gehört das hier? Old Gods of Asgard. Ja, da müssen wir auf jeden Fall rein. Hallo. Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Ja, die hast du getroffen, die beiden. Es waren nur 2. Neighbor of the Beast. 665, the Neighbor of the Beast. Take Control. So ein gutes Lied. Habe ich ja schon gesagt. Habe ich auf meinem Handy. Als Mucke für unterwegs. So, Mr. Door. Was haben Sie hier? I was a mess. Wirklich? I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Vor allem ist hier ein Bild davon. Guck mal, das ist ein Bild von unserem Interview gerade.
Und hier auch. Nur er und Alan. Ein Foto davon. Das heißt, das ist doch sowieso alles nur... Erstmal ist da oben ist Sam Lake. Das finde ich sehr süß, dass er auch als Sam Lake unterschrieben hat. Alan Wake hat unterschrieben. Ist das wirklich Artie? Steht da Artie? Okay. Warte. Wer ist Mr. Jordan, wenn das Artie ist? Wenn Artie wie der Hausmeister in Control, der im Endeffekt ja so eine Art Kontrollinstanz im ältesten Haus war und uns geholfen hat, der Jessie geholfen, da durchzukommen und hat ihr am Ende auch dann die Fähigkeiten gegeben, noch mehr durch das älteste Haus reisen zu können. Wenn er aber hier unterschrieben hat, bei Mr. Door, wenn Artie und Mr. Door sich kennen, sehr schönes kleines Detail, wirklich, so ein schönes kleines Detail. Kasper da auch aus Control. Das ist der Hauptwissenschaftler aus Control, der hat er nicht diesen Schutzmechanismus erfunden? Ich freue mich so, dass sie ein RCU entwickeln. Das ist so gut. Zane Classic? Thomas Zane Classic? So viele Details. Und auch das ist wieder so ein Punkt. Auch die Menge an kleinen Details, die sie hier überall verteilen. Und ich habe das Gefühl, ich gehe relativ aufmerksam hier durch. Und ich gehe davon aus, dass ich trotzdem super viel übersehe. Hey! I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. Ja, gefunden. War nicht so schwer. Neighbor of the Beast und so. Ist in Ordnung. Ach. Das muss doch nicht. Okay. Was ist die Zusammenkaninchen? Die hat weder Kopf noch There was something here. Arme. A broken transmission I couldn't quite make out. Damit interagieren wir gleich. What's that? A message? Nee, keine Message. Wir Impossible gucken to uns say. erstmal um. Erstmal umgucken. Geht's hier weiter? Oh ja, da geht's weiter. Der Stil hier. Murder's Dogs. Murder Cold Spread Rumor. Auch hier mit den Aussehen von den Night Owl News. Das Aussehen dieses Etablissements hier erinnert mich auch sehr an das Labyrinth, an das Aschenbecher-Labyrinth. Oh, ich habe die... Nein! Habe ich die verpasst? Verdammt, habe ich die jetzt verpasst? Mist. Weil ich zu neugierig bin und nicht aufmerksam genug. Mist. Naja, egal. Wird schon nichts Wichtiges gewesen sein, nicht wahr? Was muss ich nur ranzoomen oder so? Okay, gibt's da was? Warte mal, da ist wer. Ist da wer? Sieht aus, als wäre da jemand in der Tür. Konnte ich mich hinhocken irgendwie? Gab es ein Crouchen? Ich habe gerade das Gefühl, dass ich crouchen müsste. Es gibt keine Möglichkeit. Es gibt nur Rennen und Ausweichen. Okay. Ich habe das Gefühl, dass da noch Schritte sind. Und das Rot gefällt mir nicht. There was something in the studio with me. Wirklich, Alan? I had to get out. Bin ja unterwegs. Oh, es wird gespeichert, ist immer gut.
Oh, wir sind wieder im Schreiberraum. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Ist das die Alternative zu dem Gedankenraum von Saga? A plotboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Autorenraum, jawohl, wie gut. Also wir haben hier Teil 1 spät abends. In einem Albtraum aufgewacht. In der Talkshow dachte ich, ich wäre zu Hause in New York, aber es fühlte sich nicht richtig an. Ich war gefangen in einem dunklen Ort. Ein Albtraum jenseits unserer Welt. Der Autorenraum war mein Rückzugsort. Was ich schrieb, beeinflusste das, was draußen war. Ich versuchte eine Geschichte zu schreiben, um diesen Ort zu entkommen. Die Geschichte hieß Initiation. In meiner Geschichte habe ich mich selbst projiziert, um nach einem Ausweg zu suchen. Ich habe es viele Male versucht, erfolglos. Der Ort ließ mich vergessen. Alles, was Dora gesagt hatte, fühlte sich wahr an. War das Teil meines Schreibens oder kam das von irgendwo anders her? Der dunkle Ort, gefangen, schreiben, um zu entkommen. Ließ mich, Vorsicht, Scratch, Alice. Okay. Lass mich raten, die Tür ist fest verschlossen. Oh Gott, besser, die Tür lässt sich gar nicht anfassen. Ich erinnere mich nicht, dass der Raum so groß war. Das ist mein Ziel. Schreib weiter. Gutes Ziel. Kann ich hinsetzen? Nein. Okay, schreiben wir weiter. Kann ich jetzt selbst schreiben? Das würde zu weit gehen, aber... I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Warum fässt er sich an die Stirn? Warum fässt er sich an die Stirn? We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. Alex Casey? Sam Lake? Actor who has given his face to the famous detective in the film series. Oh Gott, jetzt bin ich richtig And of course, verwirrt. we have Alan Wake here. Best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Lass mich raten, die Tür ist zu? Ja. Da können wir gleich reingehen. Was hat sich hier verändert? Das sind immer noch die gleichen Bilder, würde ich sagen. Das sieht auch noch relativ gleich aus. Gott, ist das dunkel. Hier sieht auch noch alles relativ gleich aus. Und hier sind jetzt Bilder von Sam Lake, Alan Wake und da unten ist wieder Artie. Und wie heißt der? Walter Dorr? Oder wie heißt der? Martin? Martin? Warte, ne. In Quantum Break hieß der Bösewicht, den ich dachte, dass das ist, Martin Hatch. Und ist nicht Hatch neben Ausschlüpfen auch ein
ein Durchgang? Irgendwie so eine Klappe? Ist das nicht auch ein Hatch? Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. Warum ist der Brite? This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. Warum habe ich da Max Payne Feelings? That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? So gut. So gut. Oh, diese Sequenz, wirklich, diese Sequenzen jetzt gerade haben so viel Meta gegeben, wirklich, einmal abgesehen davon, dass er ständig über Meta geredet hat, dass sie so viele, fast nicht, Bauer Sätze, Katafi. Max Payne habe ich selbst nie gespielt, weder 1 noch 2. Freunde von mir haben damals das gespielt und ich habe zugeguckt, wie sie es gespielt haben. Und das ist aber echt lang her, weil die Spiele sind halt doch schon sehr, sehr alt. Deswegen habe ich wenig klare Erinnerungen an Max Payne. Aber diese Sequenz eben hatte in meinem Gefühl deutlich mehr mit Max Payne als mit Alan Wake zu tun. Und das ist ja auch von Remedy. Und das ist natürlich so alt, dass sie sich noch damals keine Gedanken gemacht hatten über das RCU und über was auch immer die Welten verbindet und verändern lässt mit den AWEs und also mit dem Altering World Events oder wie das heißt. World Altering Events. Das hieß doch AWE. Altering World Events? Wie auch immer. Trotzdem, geil. So geil. Ich liebe es. Diese Sequenzen, diese eine Folge jetzt hat mir noch mal mehr Spaß gemacht als das Ganze mit Saga. Das ist vor allem, weil sie so einen ganz anderen Shift haben. Saga ist relativ bodenständig, relativ klar. Auch wenn sie ein bisschen mit dass sie diese Intuition hat, die ein bisschen komisch ist. Was heißt drum? Sie ist ein Detektiv, beziehungsweise sie ist eine Polizistin, eine Ermittlerin, die klar mit Fakten arbeitet und hier ist alles Chaos und Durcheinander und verknüpft und Meta und ach, geil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.